TikTok-Account von April Lynn Holt, auf dem sie regelmäßig Momente ihres Lebens teilte, scheint gelöscht worden zu sein. Im Internet finden sich jedoch noch einige gespeicherte Videos und Zitate aus ihren Videos, die von anderen Nutzern gepostet wurden. In diesen Videos sprach sie oft über innere Stärke, wünschte den Menschen um sie herum Gutes und rief dazu auf, auch in schwierigen Zeiten eine positive Einstellung zu bewahren. Trotz ihrer äußerlichen Lebensfreude war ihr Leben hinter den Kulissen allmählich von Angst geprägt. Menschen, die April gut kannten, sagten, dass sich in ihrer Beziehung zu Donovan mit der Zeit Anzeichen von Aggression zeigten. Äußerlich sah alles gut aus. Familienfotos, Videos mit den Kindern, Geschichten aus dem Alltag. Aber hinter dieser Fassade wuchs die Spannung. Mit der Zeit kam es in ihrem Haus immer häufiger zu Streitigkeiten und ihre Angehörigen bemerkten Veränderungen in Aprils Verhalten. Sie wurde immer verschlossener und verschwand manchmal aus dem Blickfeld. Einige sagten, dass sie sogar den Kontakt zu denen mied, die ihr besonders nahe standen. Verwandte und Freunde begannen sich Sorgen zu machen, besonders als sie wichtige Treffen versäumte und den Kontakt abbrach. Bald geschah etwas, das den Lauf der Dinge völlig veränderte. Eines Abends ging beim Rettungsdienst ein Anruf ein, in dem gemeldet wurde, dass in Aprils Haus etwas Schreckliches passiert sei. Die eintreffenden Mitarbeiter fanden sie leblos vor. Donovan war ebenfalls im Haus und gab an, seine Frau in kritischem Zustand vorgefunden zu haben. Nach der sofort veröffentlichten Version bestand der Verdacht, dass sie aus dem Leben geschieden sein könnte. Doch schon in der ersten Phase der Ermittlungen tauchten zahlreiche Unstimmigkeiten auf. Die Experten wurden auf Beweise aufmerksam, die nicht mit der Version der Selbstverletzung übereinstimmten. Die im Haus gefundenen Spuren warfen mehr Fragen als Antworten auf. Verletzungen an Aprils Körper, Spuren eines Kampfes, Gegenstände, die nicht an ihrem Platz lagen. All dies deutete darauf hin, dass Donovans Version überprüft werden musste. Die Strafverfolgungsbehörden zeigten jedoch nicht das erforderliche Engagement. Die Ermittlungen zogen sich hin, die Unterlagen wurden nicht rechtzeitig übermittelt, die Gutachten wurden verspätet erstellt. Aprils Mutter Jamie hatte von Anfang an das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Sie begann selbst Informationen zu sammeln, wandte sich an unabhängige Experten, erreichte erneute Gutachten und sprach mit Zeugen. Dank ihrer Beharrlichkeit kam Bewegung in die Sache. Es kamen neue Fakten ans Licht, die bestätigten, dass das, was in Aprils Haus passiert war, nicht als Zufall oder Selbstverletzung erklärt werden konnte. Jamie musste das System buchstäblich dazu zwingen, zu arbeiten, um zu verhindern, dass der Fall unter den Teppich gekehrt wurde. April wollte eine Quelle des Lichts für diejenigen sein, die ihr Video sahen. Sie teilte aktiv Ausschnitte aus ihrem Familienleben, veröffentlichte Videos mit Donovan und zeigte sie als Freunde, die ihre Beziehung durch alle Schwierigkeiten hindurch aufrechterhalten hatten. Den Videos zufolge, die ihre Mutter Jamie veröffentlichte, schien das Paar eine herzliche, vertrauensvolle Beziehung zu haben. Sie scherzten, tanzten und sahen sich liebevoll an. Hinter dieser Fassade verbargen sich jedoch Spannungen und Probleme, die sich über Jahre hinweg angestaut hatten. Ihre Beziehung hatte viele Prüfungen durchlaufen, eine 3-jährige Trennung, finanzielle Schwierigkeiten, psychische Probleme. Trotzdem fanden sie immer wieder zueinander. Aber im Sommer 2023 erreichte die Situation einen Punkt, an dem die bisherigen Bemühungen nicht mehr halfen. Die inneren Spannungen nahmen zu und irgendwann geriet alles außer Kontrolle. Der Freitagmorgen, 28. Juli, begann für April wie gewohnt. Sie wachte auf, trank Kaffee und schrieb ihre Gedanken in ihr Tagebuch. Das war ihre tägliche Gewohnheit, eine Möglichkeit, ihr inneres Gleichgewicht zu bewahren. Ihr 7-jähriger Sohn Denzel war zu Hause. Wo war ihre Tochter Serenity zu diesem Zeitpunkt? Das ist nicht bekannt. In den Aussagen zu diesem Tag wird sie nicht erwähnt. Laut Aprils Mutter gab es für diesen Tag Pläne. Sie wollten gemeinsam einen Film ansehen. Das Treffen musste jedoch abgesagt werden. Donovan musste arbeiten und April hatte Dinge zu erledigen. Sie versprach Jamie, am nächsten Tag in der Schule vorbeizuschauen. Sie arbeitete als Lehrerin und wollte wahrscheinlich ihr Büro aufräumen, aber diese Pläne sollten nicht in Erfüllung gehen. Gegen Mittag erhielt Jamie einen besorgten Anruf von Donovan. Er teilte ihr mit, dass er April bewusstlos aufgefunden habe und dass sie sich nun in einem Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus befinde. Jamie verstand nicht, was passiert war, und versuchte sich vorzustellen, was ihre Tochter in diesen Zustand gebracht haben könnte. Bevor er Jamie anrief, hatte Donovan bereits den Rettungsdienst alarmiert. Die Rettungskräfte fanden April im Badezimmer.
Sie lag bewusstlos in der Badewanne. Auf ihrem Kopf befand sich eine Plastiktüte, die mit Klebeband um ihren Hals befestigt war. Donovan behauptete, dass der Morgen wie immer verlaufen sei. Er habe sich um seinen Sohn gekümmert, ihn angezogen und Essen zubereitet. Als er bemerkte, dass April lange nicht aus dem Badezimmer kam, schickte er Denzel, um nachzusehen. Es war angeblich sein Sohn, der seine Mutter in diesem Zustand gefunden hatte. Donovan sagte, dass sie seiner Meinung nach versucht habe, aus dem Leben zu scheiden. Als April ins Krankenhaus gebracht wurde, befand sie sich in einem kritischen Zustand. Ihr Gehirn hatte bereits durch den langen Sauerstoffmangel Schaden genommen. Ihre Vitalfunktionen waren minimal. Sie wurde an ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen. Die Ärzte taten alles, um sie zu retten. Donovan und Jamie kamen im Krankenhaus an. Jamie versuchte, von ihrem Schwager Einzelheiten zu erfahren, aber er erzählte nur wenig. Er wirkte verwirrt und beunruhigt, aber etwas an seinem Verhalten machte Jamie misstrauisch. Er lief von einer Ecke zur anderen, schaukelte auf seinem Stuhl hin und her, hielt sich den Kopf, aber alles wirkte gespielt. Er interessierte sich nicht sonderlich für die Behandlungen und Aprils Zustand. Auf alle Fragen zur Behandlung antwortete er ausweichend und schob die Verantwortung auf Jamie. Außerdem verschwieg er ein wichtiges Detail. Er erzählte nicht einmal dem medizinischen Personal von dem Beutel auf Aprils Kopf. Er zeigte kein Interesse daran, mit den Ärzten zu sprechen, die versuchten, Aprils Leben zu retten. An diesem Tag verließ Donovan zweimal das Krankenhaus und kehrte in ihre Wohnung zurück, ohne jemandem zu erklären, warum er das tat und was ihn dorthin zog. In den nächsten 3 Tagen war Aprils Familie in großer Anspannung, während die Ärzte zahlreiche Untersuchungen durchführten und alles in ihrer Macht Stehende taten, um ihr Leben zu retten. Trotz aller Bemühungen des Ärzteteams konnte sie nicht gerettet werden. Am 31. Juli 2023, nur wenige Wochen nach ihrem 29. Geburtstag, wurde April Lynn Holt offiziell für tot erklärt. Danach wurde ihre Leiche zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt. Das Ergebnis der pathologischen Untersuchung lag einige Wochen später vor. Darin hieß es, dass der Körper keine Spuren von körperlicher Gewalt oder Verletzungen aufwies. Auf dieser Grundlage wurde Aprils Tod als Selbstverletzung eingestuft. Aber ihre Mutter Jamie hatte, als sie April auf der Intensivstation sah, sofort das Gefühl, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Die ganze Familie war sich sicher. April konnte das nicht selbst getan haben. Natürlich gibt es Fälle, in denen Menschen ihre inneren Zustände vor ihren Angehörigen verbergen. Und leider bemerken die Menschen in ihrem Umfeld erst nach einer Tragödie Anzeichen, die ihnen zuvor entgangen sind. Aber im Fall von April sah alles anders aus. Ja, sie machte eine schwierige Zeit durch. Aber weder ihr Verhalten noch ihre Worte deuteten darauf hin, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Außerdem erschien die Art und Weise, wie die Selbstverletzung angeblich stattgefunden hatte, äußerst seltsam. Sich eine Plastiktüte über den Kopf zu stülpen und sie mit Klebeband so zu umwickeln, dass die Luftzufuhr vollständig unterbunden wird, ist eine äußerst schmerzhafte und beängstigende Methode, die unmöglich ohne Spuren eines Kampfes durchgeführt werden kann. Dies weckte bei Jamie ernsthafte Zweifel. Darüber hinaus wurden im Haus Details entdeckt, die die Polizei laut Jamie einfach ignorierte. Diese Beweise deuteten nach Ansicht der Mutter darauf hin, dass in dieser Geschichte etwas verborgen wurde. Trotzdem wurde die Untersuchung unmittelbar nach Veröffentlichung der Ergebnisse der Begutachtung offiziell eingestellt. Die Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbehörden hielten es nicht für notwendig, die Untersuchung fortzusetzen. Sie hatten Donovans Aussage. Es gab keine äußeren Verletzungen, keine Anzeichen eines Kampfes. Und damit war die Sache erledigt. Jamie versuchte, die Entscheidungsträger zu erreichen. Sie wandte sich an verschiedene Beamte und bat um eine Überprüfung der Schlussfolgerungen, wurde jedoch jedes Mal abgewiesen. Man sagte ihr, dass es nicht genügend Beweise gebe, um die Selbstverletzung-Version anzuzweifeln. Daraufhin begann sie ihre eigenen Ermittlungen. Ein ganzes Jahr lang widmete Jamie sich der Suche nach der Wahrheit. Sie sammelte Zeugenaussagen, analysierte Materialien und nutzte alle möglichen Quellen, um zu beweisen, dass April dies nicht selbst getan haben konnte. Im Laufe ihrer Arbeit kamen Details ans Licht, die Aufschluss über die tatsächliche Beziehung zwischen April und Donovan gaben. Obwohl sie sich zuvor bereits für 3 Jahre getrennt hatten und dann wieder zusammengekommen waren, sahen die letzten Monate anders aus. 2 Wochen vor der Tragödie reichte April die Scheidungspapiere ein. Sie erzählte ihren Verwandten, dass Donovan seinen Anteil an der Miete nicht mehr bezahlte
und sie nun aus ihrer Wohnung geworfen werden könnten. Sie sagte, dass sie diesmal endgültig entschlossen sei, ihn zu verlassen. Es ist bekannt, dass Donovan eine Woche vor der Tragödie seinen Ehering beim Pfandleiher abgegeben hatte, während April, wie ihre Mutter erzählte, wieder Kontakt zu ihrem ehemaligen Liebhaber aufgenommen hatte. Ihre Stimmung war in diesen Tagen gehoben. Sie plante, ein neues Leben zu beginnen, war von ihren Angehörigen umgeben, fühlte sich unterstützt und glaubte an Veränderungen. Es blieb unklar, ob die Polizei Aprils Sohn während der Ermittlungen befragt hatte. Das scheint ein grundlegender Schritt bei jeder Untersuchung zu sein, aber es gab keine Informationen darüber. Wenn er befragt wurde, konnte er wahrscheinlich nicht viel sagen. Vielleicht aus Angst oder weil er diesen Morgen aus seinem Gedächtnis gelöscht hatte. Beides schien durchaus wahrscheinlich, wenn man bedenkt, was er durchgemacht hatte. Später erzählte er Jamie, dass es an diesem Morgen des 28. Juli zu einem heftigen Streit zwischen April und Donovan gekommen war. Sie gingen ins Badezimmer, um das Gespräch hinter verschlossener Tür fortzusetzen. Als er laute Stimmen hörte, ging er näher heran und versuchte zu verstehen, worüber seine Eltern sprachen. Er spähte durch den Spalt unter der Tür und sah ihre Füße. Nachdem er einige Minuten so dagestanden hatte, ohne die Worte zu verstehen, kehrte er in sein Zimmer zurück und versuchte, sich von dem Geschehen zu distanzieren. Nach einer Weile schien sich alles beruhigt zu haben. Donovan kam aus dem Badezimmer, ging zu seinem Sohn, zog ihn an und bereitete das Mittagessen zu. April kam jedoch nicht aus dem Badezimmer. Da schickte Donovan seinen Sohn, um nach ihr zu sehen. In diesem Moment fand der Junge seine Mutter bewusstlos mit einer Plastiktüte über dem Kopf in der Badewanne liegend. Diese Aussage war für Jamie entscheidend. Sie bestätigte, dass es unmittelbar vor Aprils Tod einen Konflikt zwischen den Eheleuten gegeben hatte. Donovan hatte diese Tatsache während des Verhörs verschwiegen und sie vor den Ermittlern geheim gehalten. Vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse beantragte Jamie offiziell die vollständigen Unterlagen zu dem Fall. Sie reichte außerdem eine Beschwerde beim Aufsichtsrat von Nashville ein, was eine erneute Überprüfung des gesamten Ermittlungsverlaufs auslöste. Unter dem Druck der Öffentlichkeit erklärte sich die Polizei bereit, zusätzliche Ermittlungen durchzuführen, deren Ergebnisse in einem detaillierten 40-seitigen Bericht zusammengefasst wurden. Zunächst wurden keine neuen Schritte unternommen. Trotz der neuen Informationen blieben die Schlussfolgerungen unverändert, aber für Jamie bildete diese Untersuchung die Grundlage für weitere Analysen. Sie erhielt weitere Dokumente, die sie sorgfältig studieren konnte. Sie führte ihren Kampf praktisch alleine. Sie las jede Zeile, analysierte jedes Detail und erledigte die Arbeit, die in solchen Fällen normalerweise von einer ganzen Gruppe von Spezialisten durchgeführt wird. Denn niemand wollte überprüfen, ob die These falsch sein könnte. April hinterließ keinen Abschiedsbrief. Nichts deutete darauf hin, dass sie vorhatte, aus dem Leben zu scheiden. Im Gegenteil, sie schmiedete Pläne, traf sich mit Freunden und wollte ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Trotzdem glaubte die Polizei den Aussagen von Donovan, dem Mann, von dem sie sich trennen wollte. Die Meinung ihrer Mutter und ihrer ganzen Familie wurde einfach ignoriert, aber Jamie gab nicht auf. Dank der erhaltenen Unterlagen deckte sie zahlreiche Unstimmigkeiten auf. Und obwohl in der ursprünglichen Untersuchung angegeben wurde, dass keine Anzeichen für körperliche Gewalt an Aprils Körper gefunden wurden, behauptete Jamie, dass sie mit eigenen Augen Blutergüsse am Hals und an den Handgelenken ihrer Tochter im Krankenhaus gesehen habe. Als sie den Autopsiebericht studierte, fand sie einen Hinweis auf diese Verletzungen. Es wurden Blutergüsse und Spuren an den Oberschenkeln und Knöcheln sowie ein Schnitt an der Innenseite des Oberschenkels festgestellt. All dies passte überhaupt nicht zur Theorie des freiwilligen Abschieds. Trotz der offensichtlichen Anzeichen körperlicher Gewalt schenkten die Ermittler dem aus irgendeinem Grund keine Beachtung. Die forensische Untersuchung ergab, dass sich auf der Tüte, die auf Aprils Kopf gefunden wurde, und auf dem Klebeband, mit dem sie befestigt war, Fingerabdrücke befanden. Diese Fingerabdrücke gehörten Donovan. Aprils Fingerabdrücke waren auf der Tüte oder dem Klebeband überhaupt nicht zu finden, selbst unter Berücksichtigung der vorsichtigsten Annahmen. Zum Beispiel, dass Donovan die Tüte erst berührt hatte, nachdem er ihre Leiche entdeckt hatte. Das Fehlen ihrer Spuren auf diesen Gegenständen erschien äußerst verdächtig. Hätte sie die Tüte selbst übergezogen, müssten Fingerabdrücke zurückgeblieben sein. Doch selbst danach weigerte sich die Polizei, die Theorie des freiwilligen Abschieds zu überdenken. Jamie nahm die Sache wieder selbst in die Hand. Im September 2024 wandte sie sich direkt an Donovan über einen Videoanruf, den sie heimlich aufzeichnete.
Während des Gesprächs informierte sie ihn über die Ergebnisse der Untersuchung und darüber, dass seine Fingerabdrücke auf dem Gegenstand gefunden wurden, der das Tatwerkzeug war. Sie schlug ihm vor, zu gestehen, sonst würde sie alles an die Abteilung für ungelöste Fälle weiterleiten. Donovan erzählte daraufhin eine andere Version der Ereignisse, wenn auch nicht die vollständige. Er behauptete, dass er und April an diesem Tag grobe sexuelle Handlungen vorgenommen hätten, bei denen sie eine Plastiktüte benutzt hätten. Seinen Angaben zufolge sei die Situation außer Kontrolle geraten und sie sei versehentlich erstickt. So gab Donovan 14 Monate nach Aprils Tod zum ersten Mal zu, dass sie sich nicht selbst in diesen Zustand gebracht hatte. Jamie glaubte dieser Version jedoch nicht. Sie wusste, dass April wenige Wochen vor der Tragödie Opfer häuslicher Gewalt geworden war, worüber sie in ihrem Tagebuch geschrieben hatte. Außerdem ging aus denselben Aufzeichnungen hervor, dass die intime Beziehung zwischen ihr und Donovan lange vor dem Vorfall beendet worden war. Nichts deutete darauf hin, dass sie freiwillig in solche Handlungen eingewilligt haben könnte. Selbst unter Berücksichtigung dieser zweifelhaften Version war das Geständnis von Bedeutung. Nun war seine Beteiligung bestätigt. Jamie übergab die Aufzeichnung der Polizei. Zum ersten Mal seit Beginn der Ermittlungen sah die Polizei genügend Gründe, Donovan zum Verhör vorzuladen. Während des Gesprächs gab er eine neue, plausiblere Version des Geschehens. Anscheinend hatten ihm die Beamten mitgeteilt, dass Denzel Zeuge des Streits an jenem schicksalhaften Freitag geworden war. Das könnte Donovan zu seinem Geständnis veranlasst haben. Er erzählte, dass es an diesem Morgen zu einem Streit zwischen ihm und April gekommen war. Während des Streits verlor er die Beherrschung und begann in einem Anfall von Wut, sie zu würgen. Als er merkte, dass sie das Bewusstsein verloren hatte, rief er keine Hilfe, sondern beschloss, ein vorgetäuschtes, freiwilliges Scheiden aus dem Leben zu inszenieren. Er schleppte ihre Leiche ins Badezimmer, stülpte ihr eine Plastiktüte über den Kopf und band sie mit Klebeband fest. Dann legte er den Körper sorgfältig hin, schloss die Badezimmertür, zog seinen Sohn an, bereitete ihm das Mittagessen zu und sagte ihm, er solle nachsehen, wo April sei, wohl wissend, dass er sie finden würde. Er schickte seinen eigenen Sohn bewusst zu der Leiche seiner Mutter, weil er wusste, dass gerade er sie in diesem Zustand finden würde. Donovan hat nicht nur seine Frau umgebracht und versucht, die Spuren seines Verbrechens zu verwischen, sondern auch seinen Sohn in die traumatischste Situation hineingezogen, die man sich vorstellen kann. Nach diesem Geständnis wurde Donovan am 20. September 2024 festgenommen. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung, Vernichtung von Beweismitteln und Falschaussage angeklagt. In den folgenden 4 Monaten kämpften Jamie und Aprils Verwandte vor Gericht um eine Umqualifizierung des Falles. Sie bestanden auf schwereren Anklagepunkten, Mord 1. oder 2. Grades. Die bestehende Anklage implizierte, dass der Tod durch rücksichtsloses Handeln und Missachtung der Sicherheit verursacht wurde, aber keine Absicht dahinter steckte. Nach geltendem Recht bedeutet eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung, dass sich eine Person äußerst unverantwortlich verhalten hat und ihre Handlungen zum Tod einer anderen Person geführt haben, ohne dass jedoch Vorsatz vorlag. Eine solche Anklage kann beispielsweise bei Trunkenheit am Steuer erhoben werden, wenn ein Fahrer, ohne jemandem Schaden zufügen zu wollen, eine Person anfährt. Jemanden zu würgen, ihm dann eine Plastiktüte über den Kopf zu stülpen, diese mit Klebeband zu verschließen und ihm damit jede Möglichkeit zu entkommen zu nehmen, ist jedoch kein Zufall. Solche Handlungen können nicht einfach als leichtsinnig abgetan werden. Es handelte sich um eine bewusste und grausame Kontrolle der Atmung. Und selbst wenn das Opfer wieder zu Bewusstsein gekommen wäre, hätte es diese Plastiktüte nicht abnehmen können. Dennoch stuften die Behörden den Vorfall genauso ein. Jamie gab sich damit nicht zufrieden. Sie nahm den Kampf wieder auf und bestand darauf, dass die Anklage in Mord 1. oder 2. Grades umgewandelt wurde. Sie wusste, dass sie April nicht zurückbringen konnte, aber Gerechtigkeit zu erlangen war ihre Pflicht gegenüber ihrem Andenken. Jamie begann ihre eigenen Ermittlungen, nachdem sie erkannt hatte, dass die Polizei sie nicht ernst nahm. Der erste Obduktionsbericht behauptete, dass April sich den Plastikbeutel selbst über den Kopf gezogen habe, was zu ihrem Tod geführt habe. Das Hauptbeweisstück gegen diese Version waren jedoch die Fingerabdrücke von Donovan. Daraufhin konfrontierte sie ihn mit den Fakten, und er gestand. Daraufhin führte die Polizei endlich eine Befragung durch und Donovan wurde in Texas festgenommen. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung, Vernichtung von Beweismitteln und Falschaussage angeklagt. Der Autopsiebericht wurde ebenfalls überarbeitet
und die offizielle Todesursache wurde in vorsätzliche Tötung geändert. Jamie erzählte, dass sie all diese Monate lang gleichzeitig um ihre Tochter trauern und gegen das System kämpfen musste. Im November 2024, 4 Monate nach dem Geständnis, bekannte sich Donovan in allen Anklagepunkten für schuldig. Mit dem Abschluss eines Deals mit der Staatsanwaltschaft schloss er faktisch die Möglichkeit aus, dass die Anklagepunkte in schwerwiegendere umgewandelt werden könnten. Offenbar war ihm klar, dass ihm angesichts der von Jamie gesammelten Beweise im Falle eines Gerichtsverfahrens eine Haftstrafe wegen Mordes drohen könnte. Durch sein frühes Geständnis entging er dem Schlimmsten. Im Februar 2025 wurde Donovan zu 2 Jahren Haft und 8 Jahren Bewährungsaufsicht wegen der Tötung von April und dem Versuch, die Spuren des Verbrechens zu verwischen, verurteilt. Für mehr als 1 Jahr voller Lügen und Manipulationen erhielt er lediglich 2 Jahre Freiheitsentzug. Dieses Urteil löste bei der ganzen Familie Schock und Empörung aus. Obwohl Jamie die Vereinbarung in diesem Fall unterzeichnet hatte, erklärte sie, dass sie sich in die Enge getrieben gefühlt habe. Man habe ihr eingeredet, dass es keinen anderen Ausweg gebe, dass die Verteidigung alles als tragischen Unfall während sogenannter intimer Spiele darstellen könne und es unmöglich sei, Vorsatz nachzuweisen. Sie wusste nicht, wie kurz die Strafe ausfallen würde und konnte nicht glauben, dass das Gericht sich mit einer solchen Entscheidung begnügen würde. Letztendlich erhielt Donovan 1,5 Jahre nach Aprils Tod eine symbolische Strafe. Nach Ansicht der Familie war dies keine echte Gerechtigkeit. Trotz des Geständnisses und der Verhaftung waren 2 Jahre Gefängnis das Ergebnis eines langen und qualvollen Kampfes, in dem alles nur von einer Person abhing, der Mutter, die nicht zuließ, dass die Sache unter den Teppich gekehrt wurde. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.